Moin liebe Leute, der letzte Festivaltag ist da, Samstag. Gestern habe ich ja ein bisschen mich aufs Wackinger konzentriert. Heute sind die Wastelander dran. Gleich startet deren letzte Ausfahrt aufs Gelände. Hier machen sie sich schon bereit. Ihr geht gleich auf Tour, ne? In die Wastelands. Und der junge Mann hier hat die Plaschi-Party gestern Abend nicht überlebt. Das ist dann das, was von ihm übrig geblieben ist. Ob der junge Mann unschuldig daran war, ich weiß es nicht. Man macht sich allmählich bereit. Es geht gleich los hier. Die Stimmung kocht schon hoch. Ach ja! Ach ja! Ach ja! Komm mal her! Komm doch mal her! Ach ja! Ich glaube, ich würde aufgehalten werden! Halte mich auf! Halte mich zurück! Ist schon immer wieder ein echt geiler Auftritt. Also ich habe einen heiden Spaß mit denen. Während ich warte, ein bisschen Abkühlung. Das ist eigentlich der geilste Punkt hier. An den Tagen, wo es richtig heiß war, haben sie dann auch noch Wassernebel da rausgesprüht. Aber brauchen wir heute nicht mehr, ne?
normalerweise aus dem Verkehr ziehen. Heute haben sie hier keine Macht. Das ist das Tatra-Monster. Der Sound alleine von dem Motor ist der Hammer. LKW-Motor aus einem Tatra in dieses Chassis eingepasst. Man hört das auch, es hört sich an wie ein LKW. Den Ranchero haben sie auch wieder weiter verfeinert seit letztem Jahr. Mit deinem hochprozentigen Alkohol und spuckst es vorne rein. Und sie durften dieses Jahr auch zweistöckig bauen, das heißt also auch Container übereinander stellen. Auch was Neues dieses Jahr. Haben sie doch schon sich kreativ wieder ausgetobt hier. Naja, jeder konnte seinen Slot auswählen, dementsprechend der Sonntag war kostenpflichtig und jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch war natürlich frei, aber es musste wieder sagen, wann auch wer kommt, da wurde die Route zugewiesen, das Lebenspaket verloren, aber dann nach ein paar Stunden Stau stehen musste. Das haben wir diesmal komplett eben vermieden und da sind wir auch alle happy, wieder schnell auf Gelände, schnell Bier auf und schnell Zelt aufbauen. Also Access-Pässe gibt es nächstes Jahr wieder, weil die so gut funktioniert haben. Die Ticketpreise sind konstant. Wir können zum Glück auch nicht nur auf gutes Wetter zurückblicken, sondern auch auf ein friedliches Wacken. Thomas, wie ist dein Eindruck? Ja, absolut. Also ich glaube, das ist in der heutigen Zeit das, was wir uns am meisten wünschen, dass Menschen zusammenkommen, dass Menschen zusammen feiern und dann auch noch mit der richtigen Musik. Also besser kann es für mich persönlich nicht gehen. Ja, und den Spirit am Leben halt. Ne? Wir Wacken, der Spirit, wir feiern zusammen. Alle tragen ihren Teil dazu bei, die Behörden, die Crew, das Dorf Wacken, also ein riesen Dankeschön an den ganzen südlichen Teil Schleswig-Holstein. Am Freitagmittag bei den Bluespills konnten 5 Rollstuhlfahrerinnen Crowdsurfen. Das haben wir zusammen mit einer Organisation möglich machen können, mit unseren Securities zusammen. Und dann konnten die von FOH bis zum Lügengraben an der Lauder Stage fliegen. Und das hat mich sehr gerührt, dass es funktioniert hat. Und das kann man machen, wenn alle entspannt sind. Und das zeichnet uns eben auch aus und zeichnet unsere Fans aus, dass sowas funktioniert. Und das nehme ich auf jeden Fall mal als ganz große Besonderheit aus 24 mit. Da bin ich sehr gespannt auf die Bilder. Friday hieß das. Super. Ja, ganz genau. Ist bestimmt im Netz zu finden. Das Wacken-Team wird es auch fotografiert haben. Wie Daniel sagt, dadurch haben wir natürlich auch noch Zeit für andere Dinge. Wir haben tatsächlich auch nochmal 4 Wünschewagen dieses Jahr hier gehabt, die von uns in der Produktion in die Bühnen geleitet worden sind. Heute Abend kommen nochmal 2 vom ASB, vom Kinderhospiz und von Helvig Angels. Ich glaube auch, das ist nochmal auch für unsere Crew immer sehr emotional, aber funktioniert sehr, sehr gut. Geile Sache. Wisst ihr alle, was der Wünschewagen ist? Kann das kurz erläutern? Was die Wünschewagen sind? Ja, da werden sozusagen für Menschen, die sterbenskrank sind, nochmal der letzte Wunsch erfüllt. Die können sich da melden. Wir haben verschiedene Konzertbesucher einmal übers Gelände sitzen, auch wenn einer von der dieses Jahr da ist, ist gar nicht mehr in der Lage zu gehen. Der wird dann einfach nur an die Bühne gerollt, dann betreut, weiterhin von Sanitätern mit dem DRK, dass da auch nichts passiert. Und dann können sie nochmal ein Konzert gucken. Das ist eine geile Sache, oder?
fuhr. Man dachte ja, Wacken findet gar nicht statt. Es war null Stau. Also das war die eine Sache, das war richtig, richtig gut. Das war wirklich professionell. Danke auch an die Leute, die das mitgemacht haben hier. Wir sind jetzt mit unserem Polizeicamp deutlich zentraler. Wir sind an der Grenze von der Veranstaltung zum Camp. Wir haben uns in der Optik ganz deutlich verbessert. Wir sind gut zu erkennen gewesen. Und das hat zur Folge, dass wir sehr viele... Ist das jetzt für meinen Beitrag nicht schon? Super. Das hat zur Folge gehabt, dass wir sehr viel mehr Anzeigen hatten. Es wurde sehr viel mehr Kontakt zur Polizei gesucht und zusammen auch mit dem neuen Awareness-Team sehr niedrigschwellige Anzeigen erstattet worden sind. Auch im Bereich der sexuellen Belästigung sind Dinge uns bekannt geworden, die sonst wahrscheinlich nicht gemeldet worden wären. Das ist eine großartige Idee gewesen und ich danke auch meinen Leuten, die teilweise jetzt seit 8 Tagen in den Stiefeln stehen und bin sehr zufrieden. Wir haben 3.500 Hilfeleistungen in den Zelten vollbracht. Das ist eine normale Zahl bei der großen Anzahl Menschen. Größtenteils wirklich Bagatellverletzungen, viele Insektenstiche, ähnliches, Vergleichbares und eben auch Erkrankungen, die ohnehin einfach da sind, die Menschen auch bekommen hätten, wenn sie nicht in Wacken gewesen wären. Mit knapp 1000 Mitarbeitern insgesamt sind wir ja auch keine so ganz kleine Gruppe hier auf dem Platz. Und es hat allen riesen viel Spaß gemacht bisher und das wird es, glaube ich, auch noch bis zum Ende tun. Das kann ich schon mal so vorwegnehmen. Es ist einfach eine tolle Zusammenarbeit hier in dem ganzen Team, aber auch in den Gewerken untereinander, in den Crews. Das macht viel, viel Spaß und wir haben tolle Veranstaltungswege neu bekommen. Bei uns waren viele Veränderungen da mit einem neuen Camp. Da weiß man auch immer nicht so, wenn man Bewährtes ändert, ist das so gut. Es war sehr, sehr gut. Es ist tatsächlich besser wie vorher. Auch das ist ja schön. Und ganz besonderer Dank gilt wirklich der Security Crew im Graben. Das ist etwas, was mir dieses Jahr besonders aufgefallen ist, die einfach einen tollen Job gemacht haben, die, auch wenn es mal ein bisschen wilder zuging, es soll ja hier auch so sein, einfach jeden gegriffen, gefangen haben und auf die Füße gestellt haben. Und ohne dass wir irgendeine Verletzung innerhalb dieser Gräben gehabt haben. Es ist einfach toll zu sehen, wenn dann die Sanitätstruppen im Graben eigentlich relativ arbeitslos sind. Vielen Dank an die tollen Leute. Nein, wir hatten tatsächlich die ganze Zeit über Tagesgeschäft, alles normale Einsätze, die wir jedes Jahr haben. Wir hatten natürlich den großen Wachmacher noch vor Festival gerne auf der Campingplaza, aber auch da haben wir schnellst eingreifen können, dass es da zum Glück bei dem Einsatz zu keinerlei Verletzten kam. Über 70 Nationen. 87 sogar. 87. Ich komme nicht so schnell mit dem Zählen hinterher. Ja, wir haben Saudi-Arabien dabei gehabt, dieses Jahr das erste Mal. Also ich meine, Heavy Metal in Saudi-Arabien, das wird noch einen Haufen Staub aufheben, glaube ich. Ich soll es nah an den Mund halten. Kerstin Tietgen, Kieler Nachrichten. Das mit dem Anreisetag am Sonntag soll ja dann nächstes Jahr bestehen bleiben. Wird das dann auch Geld kosten wieder? Das hat ja so ein bisschen im Forum für Unruhe gesorgt am Anfang, aber scheint ja geklappt zu haben. Ja, wir haben in diesem Jahr ja 66 € genommen am Sonntag und das werden wir umstellen. Jeder Access-Pass wird 33 € kosten. Also das heißt, der Sonntag werden wir belohnen. Für die Autos. Pro Auto, das muss man also. Mathe, bis 3,5 Tonnen. Ich habe nicht so doll aufgepasst in Mathe, aber je mehr Leute im Auto, umso billiger. Und wer mit Zug oder Bus nach Zug kommt, bekommt per Shuttle alle Tage kostenfrei nach Wacken die Shuttle lassen. Ab Sonntag eben kostenfrei, keine extra Kosten dafür von der Zoo nach Wacken und zurück. Also wir versuchen die richtigen Prioritäten zu setzen. Und es ist ja vielleicht auch wichtig nochmal zu sagen, alle, die sonntags oder montags oder dienstags, wie auch immer, zu Fuß mit dem Fahrrad kommen, für die kostet das auch gar nichts. Hallo, Pauline Reinhardt vom MDR Schleswig-Holstein. Es gab ja einen Vorfall, wo 2 Männer rechtsradikale Parolen gebrüllt haben und mich würde interessieren, macht Ihnen das Sorgen und was machen Sie, um sowas vorzubeugen, damit es gar nicht erst passiert? Danke. Ja, ich glaube, das macht uns schon Sorgen. Das sollte der ganzen Gesellschaft Sorgen machen. Schlecht, wenn man sich keine Sorgen macht. Aber dann haben wir da mit den Behörden professionell gedealt und dann ist dann das Gelände. Die gute
gute Nachricht daran ist ja, dass das mitgeteilt wurde und das zeugt ja von der ganzen Atmosphäre, die hier herrscht. Wir hatten, glaube ich, insgesamt 2 oder 3 Vorfälle. Ich kann mich an einen Fall erinnern, den ich gelesen habe, da ging es um Finnen, die hier diese Parolen gerufen haben, aber da wird niedrigschwellig eingestellt. Also man muss ganz schön blöd sein, wenn man das gerade hier macht. Wunderbar. Gibt es noch weitere Fragen? So, dann kam doch noch mal der Regen. Rain or Shine. Es kam dann auch gleich die Meldung über die App, keine unnötigen Fahrten übers Gelände, dass sich die Bodenverhältnisse jetzt hier nicht verschlechtern, aber eigentlich ist es verträglich, es ist jetzt nicht so viel Wasser. Vorteil des Regengusses, Staub ist kein Thema mehr. Das entwickelte sich ja sonst allmählich schon so ein bisschen zum Staubwacken, noch nicht so schlimm wie 2022, aber es war hier schon eine gewisse Staubwirkung. Nachteil, ich habe für heute die Wastelanders auf den Plan genommen und ich wollte auch unbedingt wieder einen Cage-Fight von denen filmen, habe ich letztes Jahr ja auch gemacht. Wer sich daran erinnert, das habe ich mal so intern für mich als The Drunken Master betitelt. Leider kam der große Regenguss genau in dem Zeitfenster, in dem der Cage-Fight angesetzt war. Und dadurch ist jetzt A, der Cage-Fight nicht in dem Moment gemacht worden und B, ich muss darüber. Und jetzt ist der Sand dadurch auch so schwer und nass und hart geworden, dass sie also auch den Cage-Fight nicht nachholen werden. Das Ganze ist ja Show, es soll sich niemand verletzen. Deswegen wird es dieses Jahr leider dann von den Wastelanders auf meinem Kanal keinen Cage-Fight geben, obwohl sie hier stattgefunden haben. Und unglaublich aber wahr, die ersten Parzellen leeren sich. Hier ist schon ein komplettes Fahrzeug weg. Und die haben Mehrfachstecker liegen gelassen. Werden wir das mal ordnungsgemäß entsorgen hier. Ist doch ganz erstaunlich. Samstagabend, viele der Top-Acts kommen noch. Wie viele Flächen sich hier schon leeren. Auch die Rendsburger Wacken-Fans mussten umziehen, den beliebten Stellplatz, den sie seit ein paar Jahren gehabt haben, aufgeben. Für dieses Jahr werdet ihr wohl zu spät sein, wenn das Video online ist, aber ich hoffe, ihr seid alle auch mal in der Wacken Foundation gewesen. Wenn nicht, plant euch das unbedingt fürs nächste Jahr mit ein. Hier haben wir einiges an Charity-Veranstaltungen. DKMS gegen den Blutkrebs hat für heute schon zu. Aber hier ist auch Spaß dabei und ihr tut auch noch was Gutes. Wie zum Beispiel beim Verein Anders gleich anders. Erkennt ihr sie noch? Du bist da! Ich bin da! Nein, wie geil! Ich bin da! Anders gleich anders findet jetzt noch mal eine Hochzeit statt. Das filmen wir dann doch mal mit. Und jetzt macht ihr die kleinen, süßen, schwarzen Schafe jeweils noch. Bitte einmal daneben. Genau. Und jetzt kann jeder Algorithmus von YouTube uns einfach mal Ja, jetzt können wir. Jetzt geht's hier alles. Jetzt geht alles. Okay. Also ihr Lieben, es wird euch hier gerade richtig was geboten, ihr seht's, oder? Also, das ist eine Las Vegas Hochzeit, das ist wirklich stylisch und wir werden sie sogar draußen machen für euch. Also ihr habt hier gerade gleich richtig Publikum, jawohl. Und sie besiegeln zum zweiten Mal den Bund, nicht wahr? Möchtest du anhalten, um diese wunderbare Hand? Mit dem Schnuller angenommen, jawohl. Warte. Ja, du jetzt auch, auf die Knie. Tada! Das. Jawohl. Jawohl, guckt euch diesen wunderbaren Ring an. Schon allein das ist ein Wallbett. Wow, jawohl, guckt euch an. Mr. James D. West. Einmal mit dem Kabel aufpassen. Gehst du einmal drüber? So, die Wand ist schon etwas dünner geworden. Ja, ihr kommt euch immer näher. Ich sehe schon, ihr seid ganz hibbelig. Und deshalb, liebe Metal-Gemeinde, es freut mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid, dass ihr so lautstark seid. Damit muss es einfach eine fantastische Hochzeit zwischen Maya und Eve werden. Ich denke, wir werden mit der Zeremonie beginnen. Ihr Lieben, seid ihr bereit? Ja. Bereiter geht es kaum, oder bereit? Bereit. Beides. Bereit und bereit. Sehr schön, sehr schön. So will ich das haben.
Nun denn, lauschet meinen Worten. O Göttin der Liebe, Lust und Leidenschaft, segne, wer vor dich tritt. Stärke die Einheit und kräftige den Bund, damit er von keinem Bösen, weder dem Teufel, der 666, oder dem Regen, der die Farbe abwaschen würde, getrennt werde. O Götter des Metal! Wir rufen euch! Ihr strebe nach Ehre ohne falschen Stolz. Und nun, liebe Metal-Gemeinde, liebes Brautpaar, empfangt unseren Metal-Schwur. Mut, Tapferkeit und ganz besonders Treue. Damit dieser Bund, dieser beiden zauberhaften Damen für alle Ewigkeit besiegelt sei, ist es nun an euch, liebes Publikum, mit einem lautstarken United we stand, divided we fall, Metal forever! Stopp. Genau, Wand ist noch da, sie ist ganz, ganz dünn, so Luftpolsterfolie-mäßig. Das heißt, ihr könnt jetzt versuchen, durch die Folie euch die Ringe zu tauschen. Ja, aber das war ja der Antrag eigentlich. Das macht man noch nicht vor der Hochzeit. Ah ja, und ich will heute... Nein, ich will mal ein Auge zudrücken. So, ich nehme mal kurz die Wand weg. Zack. Und jetzt könnt ihr euch knutschen. Heiß und inniglich. Feuert die beiden mal ein bisschen an. Küssen, 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 küssen. Zauberhaft, einfach zauberhaft. Komm, Baby, Honeymoon. Wacken! So, komm, wir machen Honeymoon, Baby. Komm, wir gehen bumsen. Ich sag mal eins, wir sind alle so unterschiedlich, wie wir sind. Das ist fantastisch, egal welche Geschlechtsidentität oder Sexualität oder was auch immer wir sein wollen und mögen. Wir sind alle einzigartig und wunderschön. Ich bin so geflasht, ich stimme meiner Frau zu. Also ich wünsche euch natürlich alles Liebe bis zum nächsten Jahr, ihr Schatzis, genau. Dam, da, dam, 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 da, da. Und jetzt noch mal kurz zum Verein Anders gleich anders. Die sammeln dieses Jahr für Stein auf Stein für das Andershaus. Das ist ein Haus, das gebaut werden soll, analog zu Frauenhäusern für Gemobbte, für Jugendliche, die irgendwo Zuflucht suchen. Und hier ist jetzt exemplarisch für alle, die am diesjährigen Wacken Open Air teilgenommen haben. Jeder hat seinen Stein bemalen können und die werden dann nachher auch auf einer Gedenktafel dann angebracht werden, wenn das Haus fertig finanziert ist. Natürlich gibt es hier auch weitere Charities. Nicht zu vergessen ist das Netzwerk Patientenkompetenz, da geht es um Krebserkrankungen. Die haben in Brunsbüttel ein eigenes Patientennetzwerk aufgebaut. Jens Rusch, der Maler, der auch für WO Art die vielen Motive gestaltet hat, die an die Wacken Foundation seit letztem Jahr gegangen sind, ist da auch Mitbegründer. Ebenso wie auch die Wacken Foundation Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e.V. da zusammenarbeiten. Diese Ecke von Wacken ist eigentlich immer ein Besuch wert. Nach Zyklopenspieß steht mir der Sinn. Ein. Und da ist er. Ihr wisst, wie das endet, ne? Ihr solltet meine Videos besser nicht hungrig angucken. Lecker mariniert Zyklopenspieß. 12 € das Jahr. Doch eine gute Grundlage für den letzten Abend ist, nach einem Zyklopenspieß auch noch einen Barbarenspieß zu nehmen. Barbarenspieß ist Fleisch mit Teig, 7,50 €. Edler Recke, mir steht der Sinn nach einem Barbarenspieß. Dann solltest du ihn haben. Ich danke euch. Also ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Mit diesem Brotteig und den einzelnen Fleischstückchen fast lieber als den Zyklopenspieß, obwohl der auch sehr lecker war. Aber ich habe jetzt wirklich
Den ganzen Tag außer Frühstück. Noch nichts gehabt. Der Tag lief nicht so wie geplant. Deswegen habe ich mir 2 Spieße nacheinander auch tatsächlich verdient. Die Kilometer habe ich gelaufen dazwischen. Weshalb ich zu Cradle of Filth wollte. Ja, da möchte ich mich doch mal anschließen. Thank you, Wacken Crew, für alles, was ihr hier gemacht habt. Dreckig und schmutzig war das. Aber nein! Ja, war doch klar! Das Idol, das meine Jugend. Tatsache David Hasselhoff. Wenn irgendwo eine Mauer gefallen ist der, glaube ich, derjenige, der damit in Verbindung gebracht wird. Ja, Deutschland vereint.
So sieht's aus. Wollen wir seinen Song irgendwie... Das versuchen wir jetzt mal. Das wäre schon krank auf mit Wacken. Ich glaube, auch die Jüngsten von euch kennen diesen Song. Und wir versuchen dieses Experiment mal zusammen. Achtung! I've been looking for freedom. Für Finn, scheiß mal auf uns. Ein Riesenapplaus bitte für Hämatom. Bitte ein Riesenapplaus. Danke Jungs für diese Chance. Und Mädels. Eigentlich gebührt der Applaus heute Abend euch, Wacken, weil ihr wieder mal gezeigt habt, dass ihr ohne Wenn und Aber einfach das geilste Publikum der Welt seid. So ist es einfach. Danke, Wacken! Wenn es wird, hätte Seligkeit, wie Muttermilch. Es regnet! Vielen herzlichen Dank, Wacken! Es bedeutet uns unendlich viel, dass ihr diese Scheiße mitgemacht habt. Wirklich wahr. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Die Hämatom-Geschichte geht weiter. 20 Jahre. Wir ziehen weiter zusammen mit euch, Wacken. Nächstes Jahr spätestens auf Tour. Auch Finch ist unterwegs. Und ich glaube, auch du hast den einen oder anderen heute glücklich gemacht. Ey, ohne Mist. Ich bedanke mich vielmals, dass ich hier sein durfte. Es ist ein Riesengeschenk von euch. Vielen Dank, dass ihr mich so angenommen habt, obwohl ich der bin, der ich bin. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen und das meine ich vollkommen ernst. Und der größte Applaus nochmal bitte für Hämatom. Bitte nochmal diesen Applaus. Keine Scheiße, vielen Dank, Wacken! Ziel! Was ihr Hofus von uns denkt, einfach nicht genug. Ja, unglaublich, aber wahr. Das ist Wacken dann jetzt schon wieder für dieses Jahr gewesen. Ich muss mich riesengroß bei euch allen bedanken. Ganz viele von euch haben mich hier auf dem Gelände getroffen. Ich habe unheimlich viele super nette Gespräche gehabt. Ich habe auch super nette Leute gehabt, die gemerkt haben, der Film gerade noch, die gewartet haben, dass ich meine Sequenz zu Ende machen konnte. Ganz großes Dankeschön an euch. Es sind Unmengen an Selfies entstanden. Und ganz ehrlich, so jetzt im Nachhinein kriege ich so ein bisschen die Idee, es wäre toll, wenn ich ein paar von diesen Selfies, die ihr mit mir gemacht habt, auch tatsächlich zu sehen bekommen würde. Wenn ihr also mit mir ein Selfie gemacht habt, schickt mir das doch gerne. Ihr findet in der Kanalinfo meine E-Mail-Adresse. Wenn ihr mir das schickt, kann ich das dann in einer der Nachbereitungen dann irgendwann nochmal als kleines Slideshow mit reinnehmen. Würde mich riesig freuen. Mit den Festivalberichterstattungen ist es dann jetzt erstmal für dieses Jahr komplett durch. Es kommt nichts mehr. Es steht zwar das Reload demnächst an, aber da habe ich effektiv keine Zeit. Der Caravan-Salon in Düsseldorf ist dann so das nächste größere Event. Zwischendrin werden jetzt ein paar Werkstattvideos kommen mit Archie, der noch ein paar Themen hatte, die er wichtig fand und ich auch. Und dann gucken wir mal, was ich sonst noch so an Themen jetzt ausgrabe. Wenn ihr den Kanal hier hauptsächlich nur wegen Wacken guckt, ist vollkommen okay. Dann sehen wir uns sozusagen nächstes Jahr dann irgendwann wieder. Aber guckt doch ab und zu mal rein, würde mich echt freuen. Wer noch nicht abonniert hat, holt es doch jetzt mal nach. Die 30.000 stehen quasi greifbar vor der Tür.
Vielleicht sind die sogar schon da, bis das Video hier fertig geschnitten ist. Weil es sind wirklich nur noch ein paar hundert, die jetzt da fehlen. Riesen Dankeschön an euch. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer ihn nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael. PS, ich werde natürlich noch meinen Abbau filmen und die Abreise filmen. Und auch so eine Nachbereitung 2 Wochen danach. Wie sehen die Felder aus? Das werde ich wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder machen. PPS. Traditionell jetzt nochmal den Securities hier frohe Weihnachten, guten Rutsch, frohe Ostern gewünscht. Ihr hört's, ne? Meine Stimme ist komplett weg. Die hat sich also heute jetzt endgültig eine Woche Wacken, war zu viel, in Schall und Rauch aufgelöst. Aber es war ein Heidenspaß. Es hat einen dermaßen Spaß gemacht. Ja, und so sieht das jetzt mitten in der Nacht noch aus. Gleich werden die Lichter ausgeschaltet. Und dann ist Wacken für das Jahr 2024 vorbei und Geschichte.